Das ist meine neue Studioecke in meiner Werkstatt. Noch nicht ganz fertig, aber langsam komme ich ans Ziel. Aktuell arbeite ich zum Beispiel noch an einem kleinen Couchtisch, der genau hier hinkommen soll. Seht ihr im nächsten Video. Heute zeige ich euch, wie ich etwas gebaut habe, das am Ende auf dem Tisch stehen soll. Diese schöne Lampe habe ich ganz schnell und einfach nebenbei gebaut, während ich am Tisch gearbeitet habe, ohne großen Aufwand. Ihr glaubt mir nicht, weil dieses Wellenmuster so kompliziert aussieht? Okay, ich hatte einen sehr fleißigen Helfer, und zwar meinen neuen Laser. Ein echt geniales Werkzeug, das mir verdammt viel Spaß macht. Mit dem ging das ganz unkompliziert. Schauen wir uns an, wie ich das gemacht habe. Das ist nicht meine erste Lampe. Vor ein paar Tagen habe ich auf ähnliche Art schon diese Lampe gebaut, die ich meiner Schwiegermutter zum Geburtstag geschenkt habe. Ich bin ganz zufrieden damit, aber ein paar Dinge hätte ich noch besser machen können. Wovon genau ich spreche, seht ihr im Laufe des Videos. Das erste, worüber ich mir für die neue Lampe Gedanken machen musste, war das Design. Ich wollte in eine ähnliche Richtung gehen, aber ein wenig minimalistischer und sagen wir mal interessanter anzusehen. Auf der Suche nach Inspiration bin ich auf dieses Wellenmuster gestoßen und habe direkt die Lampe vor mir gesehen. Ich hatte noch ein paar andere ähnliche Bilder in der engeren Auswahl, aber habe mich am Ende für dieses hier entschieden, weil alle Linien hier durchgängig separiert bleiben, ohne sich zusammenzuschließen oder zu kreuzen. Und weil ich finde, dass die Mischung aus dünnen und dicken Linien in einem sehr guten Verhältnis ist. Damit aus diesem Bild am Ende eine Lampe wird, habe ich mir erstmal 3 verschiedene Elemente zugeschnitten. Die habe ich mir dann ins Programm Lightburn gezogen. Das ist die Software, über die ich den Laser steuere. Nach ein bisschen Einarbeitung ist das echt einfach zu bedienen und macht wirklich viel Spaß. Ich habe immer zuerst die Größe der Grafik angepasst, 10 cm breit und 12 cm hoch. Dann habe ich das Ganze in der Mitte positioniert und ein Rechteck eingefügt, das ich auch zentriert habe. Wenn ich jetzt die Maße des Rechtecks ändere, bleibt der Abstand zur Grafik an allen Enden immer gleich. Ich wollte eine gleichmäßige, relativ dicke Umrandung. Erstens, weil das Teil des Designs der Lampe ist und zweitens, weil ich den Platz auch für den Zusammenbau benötige, das seht ihr gleich. Als ich mit der Bearbeitung und Vorbereitung fertig war, hatte ich dann diese 3 Teile. Die beiden höheren Teile brauchte ich zweimal, das waren meine Seitenteile, und das quadratische war die Oberseite, also quasi der Deckel der Lampe. Die Umrandungen bei einem Seitenteil und beim Deckel habe ich jeweils 8 mm schmaler gemacht, das wird gleich Sinn ergeben. Als Material habe ich mir diese 4 mm dünnen Sperrholzplatten mit schönem Walnussfurnier besorgt. Das wird geölt, super aussehen und gefällt mir persönlich deutlich besser als diese gewöhnlichen Platten aus hellerem Holz. Wo wir gerade beim Thema Material sind, für alle von euch, die auch einen Laser haben, habe ich ein Top-Angebot. Creality, der Hersteller meines Lasers, verkauft auch eigene Holz- und Acrylplatten zum Lasern in echt guter Qualität. Mit dem Code MB50 bekommt ihr bis zum 30. September 50% Rabatt auf alle Lasermaterialien. Halber Preis, richtig gehört. Die Platte habe ich im Gerät platziert und mir dann über die eingebaute Kamera anzeigen lassen, wo genau der Laser mein Objekt ausschneiden würde. Ich habe meine erste Grafik oben links in die Ecke der Platte gezogen und dann mit der Funktion Rahmen sichergestellt, dass der Laser nicht daneben schneidet. Dann konnte es auch schon mit dem Schneiden losgehen. Beim Laserschneiden entsteht natürlich Rauch und den will man auf keinen Fall in der Wohnung haben. Das Gerät ist geschlossen, was schon mal sehr hilfreich ist, aber wirklich nützlich ist der eingebaute Air Assist. Diese kleine Luftpumpe bläst direkt auf die Stelle, die gerade graviert oder geschnitten wird. Das reduziert auch die Brandgefahr und über diesen Lüfter wird der ganze Rauch dann einfach durch diesen Schlauch nach außen geleitet. Deswegen steht der Laser auch noch nicht in meiner Werkstatt, weil ich da nicht so gut ans Fenster rankomme, aber das behebe ich noch. Der eingebaute Air Assist ist nur eines von vielen coolen Features, die dieser Laser hat. Das Modell heißt übrigens Falcon 2 Pro mit 22 Watt. Falls euch das interessiert, findet ihr natürlich alle wichtigen Informationen in der Videobeschreibung. Den ganzen September lang wird der Falcon 2 Pro zum Sonderpreis angeboten. Schaut mal vorbei. Ich war echt beeindruckt davon, dass auch diese richtig dünnen Stellen ganz geblieben sind. Das ist locker weniger als 1 mm. Als alle meine Teile fertig ausgeschnitten waren, konnte ich dann endlich in die Werkstatt. Das waren meine fertigen Teile. Dieser 3D-Illusionseffekt, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, kommt echt gut rüber, so wie ich es mir erhofft habe. Das muss ich mir jetzt alles erstmal zu einer Box zusammenkleben. Die Teile sind aber nur 4 mm dick. Bei meiner ersten Lampe habe ich das einfach mit einem Haufen Heißkleber und Sekundenkleber von innen gelöst, aber ihr könnt euch sicher denken, dass das nicht gerade die beste Option ist.
Diesmal wollte ich es etwas anders machen und alles ordentlich verleimen. Dafür musste ich definitiv die Klebeflächen vergrößern. Bei nur 4 mm Stärke ist das quasi unmöglich. Ich hatte noch diese dünnen Streifen rumliegen, passenderweise auch aus Walnuss. Ich glaube, das waren Reststücke von meinem Schachbrett oder irgendeinem anderen alten Projekt. Die wollte ich mir so an die Ränder von 2 Seitenteilen leimen, um dann genügend Fläche zu haben, um die beiden anderen Teile damit verbinden zu können. An der Oberseite war wichtig, dass ich immer 4 mm für den Deckel abziehe. Also habe ich gemessen und angezeichnet und dann konnte ich mir die Streifen auch schon zusägen. Kurz kontrollieren, ob alles die richtige Länge hat oder ich eventuell noch etwas nacharbeiten muss, hat aber alles gepasst und dann konnte ich die Dinger auch schon anleimen. Ich habe die Holzstücke zuerst möglichst präzise positioniert und dann alles einfach 10 Minuten lang so liegen lassen, damit der Leim ein wenig antrocknen kann. So verrutscht später nichts, wenn ich es festzwinge. Es gibt auch solche Tricks mit Salz oder Sägespänen, aber bei so kleinen Teilen halte ich das nicht für sinnvoll. Nach den 10 Minuten habe ich dann alles mit jeweils 3 Federzwingen festgeklemmt. Während der Leim abgebunden hat, habe ich dieses, was ist das, Textur-Kunststoffglas zugesägt. Das habe ich schon bei meiner ersten Lampe benutzt und das lag einfach für ein paar Euro in der Restholzkiste im Baumarkt. Man hat hier eine texturierte und eine glatte Seite. Bei der ersten Lampe habe ich es mit der texturierten Seite nach außen verwendet. Diesmal will ich es aber umdrehen. Optisch macht das sowieso kaum einen Unterschied und so kann ich es besser gleichmäßig fest ankleben. Ich habe alles ausgemessen, meinen Anschlag eingestellt und mir dann erstmal die passende Breite zugesägt. Beim Sägen von hartem Kunststoff kann ich euch nur empfehlen, unbedingt eine Schutzbrille zu tragen. Sowas möchte ich nicht im Auge haben. Die Breite hat schon mal optimal gepasst, also habe ich noch schnell die restliche Sägearbeit erledigt und hatte dann diese 5 Teile, Textur, Kunststoffglas. Nach einer kurzen Pause habe ich meine Seitenteile dann von den Zwingen befreit, ein paar überschüssige Leimknubbel mit dem Finger abgepopelt, dann kurz nochmal getestet, ob alles passt und meine Kunststoff-Fensterplatten mit ein wenig Heißkleber angeklebt. Als ich endlich alles zusammenbauen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich einen ziemlich dummen Fehler gemacht habe. Ich habe weder beim Zusägen noch beim Einkleben der Fenster darauf geachtet, dass bei den anderen beiden Seitenteilen noch genügend Platz am Rand übrig bleibt. Dadurch konnte ich die Teile nicht bündig zusammensetzen. Also musste der Leim schnell wieder runter und ich musste mir irgendwas einfallen lassen. Mein erster Lösungsansatz war, mir einen Stechbeitel zu nehmen und alle überstehenden getrockneten Heißkleberreste wegzukratzen. Das hat auch ein bisschen was gebracht, aber es war immer noch nicht genug Platz. Mir blieb also nichts anderes übrig, als irgendwie ein wenig Material von den Holzleisten abzunehmen. Mit der Tischkreissäge war mir das allerdings viel zu gefährlich, weil ich meine Finger hier direkt über dem Sägeblatt entlang führen müsste. Mit einem meiner Schleifgeräte abschleifen wollte ich auch nicht, das wäre mir zu ungleichmäßig und ich hätte Angst, dass ich mir vielleicht aus Versehen irgendwo anders reinschleife. Es müsste doch irgendeine Lösung geben.
Jetzt musste ich wieder warten, aber in der Zwischenzeit hatte ich natürlich noch was zu tun. Ihr fragt euch sicher, wie ich das Ganze zum Leuchten bringen will. Wie sieht's mit der Elektrik aus? Ganz einfach. Ich habe bei Amazon für 7 € diese Lampe gekauft. Die hat einen Akku, ist über USB-C aufladbar und eine Fernbedienung ist auch dabei. Farbwechsel, Kerzenmodus, alles drum und dran. Diesen Griff hier kann man einfach abnehmen und wenn ich alles richtig berechnet habe, dann müsste das Teil genau die richtigen Maße haben. Ich wollte auch noch einen Standfuß für meine Lampe bauen. Dafür brauchte ich zuerst eine runde Platte, die hier unten dran kommen sollte. Ich brauchte aber eine Aussparung, damit ich noch an den USB-Anschluss und den Knopf rankomme. Wie macht man sowas am besten? Easy. Passt wie angegossen. Also habe ich mir die Schraubenlöcher übertragen und mit einem kleinen Bohrer durchgebohrt. Damit die Platte bündig an der Unterseite aufliegt, brauchte ich jetzt noch etwas größere Vertiefungen, in denen diese Plastikfüßchen verschwinden konnten. Dann habe ich mir diesen Rundstab besorgt, der sollte am Ende als Verbindungselement zwischen der Platte und dem Standfuß dienen. Das sieht irgendwie aus wie Pinocchio. Den Rundstab habe ich mir passend abgelenkt, dann alle nötigen Löcher gebohrt und dann den Stab und die Platte mit einer Schraube miteinander verbunden. Jetzt fehlte nur noch der Standfuß an sich, den wollte ich als so eine Art X oder Plus. Ich habe mir ein passendes Stück Holz gesucht, schnell sauber gehobelt, zugesägt, dann wollte ich noch oben abgerundete Enden, das habe ich an meinem Frästisch gemacht und dann habe ich mir die Abstände für eine Überplattung angezeichnet. Die Verleimung meiner Box war mittlerweile stabil genug, also habe ich auch gleich noch den Deckel angeleimt. Dafür haben mir diese 4 Ecken gereicht, weil der Deckel so passgenau drauf geht, dass er sowieso ein bisschen eingeklemmt ist und Leim hält auch bei kleinen Flächen einwandfrei. An der Stelle habe ich auch zum ersten Mal getestet, ob meine Amazon-Lampe überhaupt in die Box reinpasst. Jetzt hat nicht mehr viel gefehlt. Mit einem 12 mm Bohrer habe ich ein passendes Loch für meinen Rundstab in die Mitte des Standfußes eingesenkt. Dann habe ich einmal drüber geschliffen, die beiden Teile miteinander verbunden und dann musste ich es nur noch färben. Schwarz wollte ich das haben. Ich habe eine Schicht aufgetragen, ein paar Stunden gewartet und dann noch eine zweite Schicht. Die Box habe ich mit Hartöl behandelt. Nur eine möglichst dünne Schicht, dass ich keinen Überstand abnehmen muss. Bei diesen kleinen Wellen macht das keinen Spaß. Es war schon ziemlich spät, also habe ich alles einfach über Nacht trocknen lassen und musste am nächsten Tag dann einfach nur noch die Lampe zusammenbauen. Die fertig getrockneten Teile haben mir sehr gut gefallen, jetzt musste ich es nur noch zusammenbauen. Unten am Standfuß habe ich diese Gummifüße angebracht. Dann habe ich die kleinen Schrauben an der Unterseite entfernt und meinen Standfuß mit etwas längeren Schrauben montiert. Oben an der Lampe habe ich zur Fixierung noch ein wenig Heißkleber benutzt. Nur noch die Box drüber und ich war fertig.
Was sagt ihr, wie gefällt euch die Lampe? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben und jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Servus.